Hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem Betrieb Marx Tannenbäume. Mein Name ist Christian Marx, ich bin der Junior-Betriebsleiter und wir sind hier heute bei der Unkrautbekämpfung in einer 5-jährigen Kultur. Wir befinden uns hier im Wasserschutzgebiet. Das bedeutet, wir dürfen hier kein Glyphosat mehr einsetzen. Das ist ein Herbizid für die Unkrautbekämpfung. Das haben wir zum Anlass genommen, um auf ökologische Bewirtschaftung umzusteigen. Das bedeutet, wir mähen und hacken in Zukunft nur noch. Wir mähen jetzt alle Kulturen ab dem 4. Standjahr. Vor dem 4. Standjahr werden alle mit einer Rollhacke bearbeitet. Wir haben dort auch klare Vorteile mit herausgefunden für die Zukunft. Das bedeutet, wir haben deutlich mehr Feuchtigkeit in den Kulturen, dadurch, dass wir eine permanente Begrünung haben. Und wir haben unter anderem eine bessere Befahrbarkeit durch die dichte Grasnarbe. Großer Vorteil auch für den Artenschutz ist natürlich, wir haben dort Mulcher verbaut, die das Gras nicht mulchen, also klein häckseln, sondern abmähen und ablegen. Das bedeutet, auch Insekten bzw. kleinere Lebewesen finden dort in dem Gemähten auch wieder Unterschlupf bzw. eine Nahrungsquelle. Unter anderem mähen wir auch in die Reihen nicht komplett hinein. Hat den folgenden Hintergrund, da wir dort auch Schutz für das Niederwild gewährleisten wollen, speziell für Raubwild. Speziell für die Bewirtschaftung, die wir jetzt in Zukunft etablieren bzw. durchführen wollen, haben wir im Frühjahr einen neuen Portaltraktor bekommen, der Firma UTEC aus Dänemark. Dieser ist speziell auf die mechanische Unkrautbekämpfung ausgelegt. Das bedeutet, dieser hat keine Spritzanlage mehr, dieser ist nur auf das Hacken und Mähen konfiguriert worden. Wir haben hier ungefähr eine Motorleistung von 100 PS, ein dreireihiger Portaltraktor. Speziell angebaut sind jetzt hier gerade unsere beiden Kombimulcher der Firma UTEC. Das heißt, wir haben einen mittleren Mulcher, der zentral die Reihe mäht und dann kombiniert mit einem Schwingarmmulcher, der jetzt hier an der Seite verbaut ist, der, wie jetzt hier zu sehen ist, in die Reihe reinarbeiten soll, der federbelastet auch einschwenken kann, sprich der um die Bäume herum arbeitet. Angetrieben sind die Mulcher komplett hydraulisch. Wir haben hier ein RTK-Lenksystem nachgerüstet. Das bedeutet, alle Flächen, die wir in Zukunft haben, sind mit GPS gepflanzt und können dann quasi in der gleichen Spur wie der Trecker gefahren ist, mit einem kleinen Spurversatz diese Reihen dann auch mit GPS wieder entlangfahren und mähen.
Ja, wir mulchen hier heute mit unserem Unimog auch die Fahrwege im gleichen Zug. Ein Unimog U300 in Schwarz haben wir hier, der auch für die logistischen Zwecke bei uns eingebunden ist. Jetzt im Sommer mäht er bei uns die Wege und fährt Tieflader, also den Portaltraktor. Angebaut haben wir an der Front einen Mulcher der Marke Del Morino. Das ist ein italienisches Modell. Relativ leichter Mulcher, da der Unimog vorne sehr frontlastig ist. Und ja, mit dem mähen wir jetzt hier die Fahrgassen, ebenfalls auch die Vorgewände einmal. Die Pflanzen, es ist ja jetzt Brut- und Setzzeit vorbei, warten in der Regel nochmal 2-3 Wochen, bis auch alles verblüht ist. Dann mähen wir dort einmal die Vegetation runter, damit wir auch in den Kulturen vernünftig arbeiten können und zum Winter hin auch die Fahrwege frei sind und wir quasi im Frühjahr dann auch wieder einen neuen Bewuchs haben. Wir haben hier bei diesen Bäumen Schaden durch Spätfröste. Jetzt gut zu erkennen an den abgestorbenen Trieben, die wir hier sehen. Dadurch haben wir jetzt hier auch Verluste bzw. massive Qualitätseinbußen, weil das Breitenwachstum in dem Bereich jetzt hier vorne fehlt. Nachteil dabei ist jetzt, bis sich das wieder ausgewachsen hat, vergehen jetzt 2 Jahre, sprich dieser Baum ist jetzt ungefähr 2 Jahre in der Wachstumszeit zurückgeworfen. Was jetzt wieder, ja, was das Wachstum bzw. einerseits das Erntedatum massiv nach hinten wirft. Wir haben normal auf den Flächen eine Frostschutzberegnung installiert, mit Wasser als auch mit Wind. Wind haben wir auf Flächen, die relativ einzeln liegen und kleinere Flächen sind. Die größeren Flächen sind mit Wasser unter Frostschutzberegnung, um solche Schäden zu vermeiden. Bei dieser Fläche haben wir mit Wind gearbeitet, was jetzt aber hier man sieht in dieser kleinen Ecke nicht wirklich hingekommen ist und hier dadurch jetzt die Bäume verfroren sind.